Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Ja, kommt mir so, als würde ich ihn auslachen. Neue Realität, der Satellit. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. Okay. Hä? Ah, jetzt kann man... Bleib doch lieber bei der Pistole erstmal. Warte mal, die quatschen wir gleich weiter an. Wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Schöne Karre auf jeden Fall. Ich finde so eine Autos total schön. Vor allem der alte Stil einfach, der hier drin ist. Findest du selten auf den Straßen. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. Entschuldigung. What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras, but I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know? I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah, okay. I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good. I'm good. Zu Ende endlich. Also das Böse strömt aus dem Bohrer, also Ölturm heraus, wie wir es mitbekommen haben.
The Champion of Light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Okay. Was, 3 Manuskripte erforderlich? Da kannst du eigentlich schon abmachen, oder? I guess it's about time I went full auto. Oh, kann ich nicht mehrere nehmen? So, haben wir erstmal eine Uzi. Hä? Oh. Gucken wir uns mal ein bisschen um und schauen mal, was wir noch so Tolles hier finden. Aber ist auch geil gemacht mit dem. Well, here you are, about to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the boast. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Man, I actually saw them twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time, you know. Talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost 4 decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. There's some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, two of the original. Desto weiter ich mich entferne, desto verblasster. Desto verblasster wird die Schriftzug unten. Das finde ich auch cool gemacht. Wird als dargestellt, blinkende Fragezeichen deuten auf eine näher befindliche Manuskriptseite hin. Ja, oben links zeigt ihre aktuelle Aufgabe an. Die Medikate, ja. Blinkende Fragezeichen. Spring chickens, you ain't. I mean, you guys, you make the Stones look young. Who you? Now, your last album was 1978 in the Valley of My Shadow. Here's the sad And then you thing. stopped See, playing the it all original bass together. player after for that. Old Gods, Why? Fat Bob And what made you Boulder, do a passed comeback away after all in- this time? Leukemia! Bob had leukemia, poor bastard. Yeah, after that, we Mal wissen, wie man da reinkommt, ne? Long story short, I ran into these guys up in Washington, and it was obvious to me that they still got it. So I figured, hey, let's make some, right? Ach, das führt sich immer wieder nach. Das ist ja heftig. Okay, jetzt verstehe ich es langsam. Haben wir schon. Ah. Da brauchen wir gar nicht mehr so uns umhergucken. Wir können einfach uns auf der Karte orientieren. Wäre zu schön, wenn man es ins Auto stellen könnte. Aber diese ganzen Lichtquellen sind schon mal nicht schlecht. Also. Aber diese Sterne, was sind noch diese Sterne? 3 Objekte finden, um die Geschichte zu verändern. Okay, wir wollen die Geschichte noch nicht verändern so richtig. Wir wollen erstmal ein paar Manuskripte noch finden, die wir hier in dem ersten Gebiet auffinden können. Sieht schon aber sehr trostlos hier aus, also. Ich glaube, in Amerika sieht es, glaube ich, wirklich so aus. War leider noch nie dort. Aber würde ich gerne mal. Da sind verdammt viele Türen verschlossen, beziehungsweise alle. Ärgert mich ein bisschen. Da haben wir noch ein paar Leuchtfackeln.
so, jetzt verstehe ich es im Prinzip. Und vergessen, den Geist auszutreiben. Das ist die Dunkelheit. Beziehungsweise die Dunkelheit. Was haben wir hier? Das Hemd. Geht voll ab. Jo, da gehen wir mal zum Manuskript. Ich weiß ja nicht, wie ich wirklich das machen soll. Soll ich eher so gruselig, also so ruhig sprechen oder eher so witzig machen? Weiß ich gar nicht, ne? Also ich denke mal, ich bleibe einfach so, wie ich bin. 6 von 21 Seiten gefunden. Ich denke mal, ich will die Atmosphäre auch nicht zerstören. Aber manchmal kann ich mir so einen dummen Spruch einfach nicht verkneifen. Aber ich mache einfach so, wie ich denke. Wie es einfach kommt. The strands of webbing glistened in the beam of my flashlight, fine, almost ethereal. They were fresh and right in my path. I held my breath and waited, ears straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then, I heard too many legs skittering across the ground. Man merkt aber auch schon ein bisschen, dass er damit zu kämpfen hat, ne? Also er nimmt das nicht alles auf die leichte Schulter. Ja, guck mal, da kannst du hinten, ey, wenn wir da auch noch hinkommen. Aber ich denke mal, es ist auch nicht einfach so für jemanden als Schriftsteller sozusagen so einen Weg zu gehen. Das ist schon ziemlich hart, muss ich sagen. Aber irgendjemand muss ja die Drecksarbeit machen. Und das sind nun mal wir. Scheiße, wenn die nicht was ist denn das für eine geile Karre? Wenn ich jetzt in die einsteigen kann, dann ist es einer der geilsten Spiele, die ich je gespielt habe. Na hier. Ah, Mann. Das wäre jetzt geil gewesen. So eine kleine bisschen auf State of Decay, so. So, ich schaue mich nochmal hier ein bisschen um. Aber die Geschichte... Gibt es auch Schlangen? Wollen wir die Geschichte jetzt schon verändern? Wow. Soweit ich mich hier reinschalte, ist... Ach, da geht das Licht aus. Oh Gott, wusste ich gar nicht. Gut, ich dachte, man kann sich dauerhaft da heilen. Jagd auf Mr. Scratch. Mr. is a twisted copy of me, powerful and dangerous. But I know I can fight him. I don't think anybody else can. They don't understand what he is, what he represents, or that all the horrible things he does here are almost insignificant compared to what he will unleash on Earth given the chance. But I've survived the dark place, and it has taught me things. How to cope, how to stay sane when the world goes crazy. He's 2 steps ahead of me, but I can find him. And I believe I can stop him. Ja, Mr. Scratch ist halt unser böser Doppelgänger. Und wie kann man einen Doppelgänger bekämpfen? Natürlich mit seinem guten Ich. Und viel Licht natürlich. Ein Auto. Warte mal. Mit Licht sogar. Ah. Oh. Geil. It's a little sad how many problems you can solve with buckshot. Sie können nicht mehr tragen.
Ja, die sind wirklich sehr empfindlich, was das betrifft. Also Licht ist klar, dieser Lichtstrahl, dem macht ihn überhaupt nichts aus. Der zeigt uns nur ein bisschen den Weg, aber sobald da das Licht fokussiert, machen wir halt übertrieben guten Schaden in dem Sinne und treiben den Geist aus. Oder die Dunkelheit, sag mal, den Geist, keine Ahnung wieso. Der Bohrer, der ist da. Ich denke mal, wir sammeln erstmal die 3 Objekte. Was war das denn schon wieder? Junge, mach schön mal. Was ist denn los mit dir? Da ist da was zwischen dem Felsen, oder? Nein. Ich mag so ein Spiel, wo man vieles einsammeln kann, aber habe auch oft immer Angst, irgendwas zu verpassen. Deswegen gehe ich manchmal auch mal 3-mal die Wege. Oh, da ist ein Skript. Deswegen gehe ich manchmal auch 3-mal die Wege ab. Gerade in Let's Plays ist natürlich nicht immer vorteilhaft. Das gebe ich auch ehrlich gesagt zu, aber wenn ich das jetzt durchspielen würde und dann würde irgendwas finden, das würde mich persönlich irgendwo ein bisschen ärgern. Deswegen nimm's bitte nicht übel. Ich glaube, ihr würdet genauso spielen, dass ihr halt versucht, alles zu bekommen, was ihr kriegen könnt. Und hier irgendwo muss das Manuskript sein, da ist es. 8 von 10, dann können wir die Kiste bald aufmachen. Wenn wir 10 Stück haben. Der Splitter. Oder Splitter? Some of the Taken aren't protected by the darkness like their comrades. Instead, their aversion to light is so extreme that they literally split into two when they encounter strong light. It leaves the two halves weaker, but of course, there's strength in numbers. It's a disturbing development. The dark presence I faced 2 years ago was powerful, but it didn't have much in the way of imagination. Clearly, the same cannot be said of Mr. Und wie gesagt, das ist jetzt Alan Wake ist jetzt eine Erweiterung sozusagen. Der Geschichte ein bisschen voraus. Also das, was... Wir haben die anderen Teile leider nicht gespielt. Aber mal schauen. Wenn ich die anderen Teile in den Händen halte, werde ich es wahrscheinlich auch anzocken. Deswegen erzählt er hier auch oft von der Vergangenheit, was mal gewesen ist und wie es mal gewesen war. Warte mal, rennen wir kurz mal nach hinten. Und vielleicht ist da noch ein Skript. Aber man kommt schnell ins Spielgeschehen rein auf jeden Fall. Man versteht auf jeden Fall, was die Sache ist, was zu tun ist. Und was mal gewesen war. Das hat uns alles schon mal durch hatte mit den ganzen Dunkelheitsviechern, mit Mr. Scratch. Den bösen Doppelgänger. Der ist halt nicht zum ersten Mal dabei. Ja, und dass er die Dunkelheit besiegt hat mit Licht. Und dass die Menschen oder diese Wesen 2 Teile haben. Dunkelheit ist in dem Körper und halt der menschliche Körper. Kontrollpunkt erreicht. Oh Gott. Hier kann man irgendwas verändern. Wie soll man hier was verändern, wenn man nicht mal in so eine verdammte Tür reinkommt? Ist aber ein Witz. Komme ich jetzt hier nicht rein? Wow! Alter Schwede. The enemy tears itself in two to avoid the hated light. It becomes weaker, but more numerous. Such is the arithmetic of horror. Ich habe jetzt wahrscheinlich nicht lesen können. Die Schrotflinte raus. Na, kommt schon. Also es kann passieren, dass die Feinde sich nochmal in mehrere teilen.
Das war gerade ziemlich übel. Ja. Und die werden auch immer kleiner. Du hast einen Hühner, hast du, der über 2 Meter groß ist, der aus so viel Macht besteht, dass er, wenn du mit Licht beschießen tust, also bestrahlen tust, dass daraus dann halt mehrere werden. Das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Das ist richtig gut zu wissen. Also richtig krass. Da müssen wir auf jeden Fall doppelt aufpassen. Something tells me I'm really gonna need the extra firepower. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Schrotflinten-Typ. That's one thing down. Was ist, wenn wir jetzt direkt zum Ölturm gehen? Weil ich werde jetzt nicht hinlaufen und im Endeffekt bringt es nichts. Oder kann man jetzt zum Ölturm gehen und dies verhindern, dass man die Geschichte verändert? Ah, das sind so Fragen, die man natürlich nicht mal weiß, ne? Oh, es wird ganz schön dunkel hier. Ich glaube, in der Zeit kommen wir da noch nicht hin. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn man weitergeht, aber irgendwie will ich es auch nicht wissen. Also das ist so zwiegespalten. Ach, jetzt müssen wir in die Höhle rein, in die Mine. Ein bisschen Zeit aufholen, die wir vergeudet haben. Ein bisschen Winning. Oder?